Unter den Wellen liegt etwas, das größer ist als jedes Schiff und älter als manches Königreich. Eine Schlange, deren Körper sich durch die Tiefen sämtlicher Meere zieht. Die Menschen an den Küsten sehen sie nicht, doch irgendwo, weit unter ihnen, öffnen sich zwei blassgrüne Augen. Dort wartet Jörmungandr, die Weltenschlange. Ein Wesen, das Midgard vollständig umschließt und dessen Erwachen das Ende der Welt ankündigen wird. Jörmungandr ist eines der drei Kinder Lokis und der Riesin Angerboda. Schon früh erfahren die Götter von einer Prophezeiung. Von diesen Kindern werde großes Unheil ausgehen. Odin lässt sie deshalb nach Asgard bringen. Doch statt Jörmungandr dort gefangen zu halten, schleudert er die noch junge Schlange in das Meer, das Midgard umgibt. Vielleicht glaubt Odin, die Gefahr damit weit genug von den Göttern entfernt zu haben. Doch das Meer wird nicht zu Jormungandrs Gefängnis, es wird zu seinem Reich. In der Dunkelheit beginnt die Schlange zu wachsen. Aus dem kleinen Wesen wird ein Ungeheuer, dessen Schuppen bald größer als Schilde wirken. Jörmungandr wird länger und mächtiger, bis selbst das gewaltige Meer kaum noch Raum für seinen Körper bietet. Und noch immer wächst er weiter. Schließlich ist Jörmungandr so groß, dass sein Leib die gesamte Welt der Menschen umspannt. Tief im Meer schließt sich der Kreis. Die Weltenschlange ergreift ihren eigenen Schwanz und hält ihn zwischen den Zähnen. Solange sie ihn nicht loslässt, bleibt sie unter den Wellen. So liegt Jörmungandr wie ein gewaltiger Ring um Midgard, verborgen, aber niemals verschwunden. Er ist nicht einfach ein Tier im Meer, er ist zu einem Teil der Grenze der Menschenwelt geworden. Doch Thor begegnet der Weltenschlange, lange bevor er ihre wahre Gestalt auf dem offenen Meer sieht. In der Halle des Riesen Utgarda Loki soll Thor seine Stärke beweisen. Seine Aufgabe scheint beinahe lächerlich. Er soll eine gewöhnliche graue Katze vom Boden heben. Thor greift unter den Bauch der Katze und stemmt sich mit aller Kraft nach oben. Doch so sehr er sich auch anstrengt, das Tier bleibt fast vollständig am Boden. Nur eine einzige Pfote hebt sich. Für Thor ist es eine Niederlage. Die anwesenden Riesen aber wissen, was sich wirklich vor ihm befindet. Die Katze war nur eine Illusion. In Wahrheit hatte Thor versucht, Jörmungandr anzuheben. Nicht ein Tier aus Fleisch und Fell, sondern die Schlange, die sich um die gesamte Welt windet. Für einen Augenblick hebt Thor einen Teil ihres gewaltigen Körpers aus dem Meer empor. Die Welt selbst scheint sich dabei zu bewegen. Utgarda Loki gesteht später, dass die Riesen erschrocken waren, denn niemand hatte erwartet, dass Thor die Weltenschlange überhaupt bewegen könnte. Jörmungandr und Thor kämpfen bei dieser Begegnung noch nicht direkt gegeneinander, trotzdem zeigt sie, dass ihre Schicksale bereits miteinander verbunden sind. Der stärkste der Götter hat die Schlange berührt, und eines Tages werden sie sich wiedersehen. Dieses Wiedersehen beginnt auf einem kleinen Fischerboot. Thor fährt gemeinsam mit dem Riesen Hymir hinaus aufs Meer. Doch Thor sucht sich keine gewöhnlichen Fische. Er will weiter hinausfahren. Dorthin, wo das Wasser dunkler, tiefer und gefährlicher wird. Dorthin, wo Jörmungandr unter den Wellen liegt. Als Köder benutzt Thor den Kopf von Hymirs stärksten Ochsen. Er befestigt ihn an einem gewaltigen Haken und wirft ihn ins Meer. Der Köder sinkt durch das kalte Wasser, vorbei an Fischen und Felsen, immer tiefer, direkt in das Reich der Weltenschlange. Hymir wird unruhig, er kennt die Gefahren dieses Meeres und möchte umkehren. Doch Thor rudert weiter. Unter dem kleinen Boot erstreckt sich eine Tiefe, in der sich ein Wesen verbirgt, das Midgard vollständig umschlungen hält. Dann spannt sich plötzlich die Angelschnur. Jörmungandr hat den Köder verschlungen. Der Haken bohrt sich fest und die Weltenschlange beginnt, sich gegen die Leine zu stemmen. Das Meer gerät in Bewegung. Wellen schlagen gegen das Boot, während etwas Gewaltiges aus der Tiefe emporgezogen wird. Zum ersten Mal zeigt sich die wahre Größe Jörmungandrs über der Wasseroberfläche. Sein Körper windet sich durch das aufgewühlte Meer. Wasser strömt über dunkle Schuppen, während der mächtige Kopf immer näher an das Boot gezogen wird. Kein Fischer hat hier einen Fang gemacht. Ein Gott hat die Grenze der Menschenwelt an die Oberfläche gezerrt. Jörmungandr zieht sich mit solcher Kraft, dass Thor beinahe den Halt verliert. Thor stemmt sich dagegen. Seine Füße brechen durch den Boden des Bootes und stehen schließlich auf dem Grund des Meeres. Über ihm schwankt das beschädigte Schiff,
Vor ihm erhebt sich die Weltenschlange. Nun stehen sich beide Gegner zum ersten Mal in ihrer wahren Gestalt gegenüber. Thor blickt in die blassen Augen Jörmungandrs. Gift tropft aus dem Maul der Schlange, während ihr Körper das Meer auffüllt. Für einen kurzen Augenblick scheint alles stillzustehen. Beide Wesen sind stark genug, den anderen zu töten, aber ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Thor greift nach Mjölnir, erhebt seinen Hammer und bereitet sich auf den tödlichen Schlag vor. Jörmungandr ist zum Greifen nah. Ein einziger Treffer könnte vielleicht verhindern, was die Prophezeiung angekündigt hat. Doch bevor Thor zuschlagen kann, handelt Hymir. Aus Angst vor der Weltenschlange schneidet Hymir die Angelschnur durch. Sofort verschwindet die Spannung. Jörmungandr fällt zurück in das dunkle Meer und gleitet hinab in die Tiefe. Thor schleudert seinen Hammer hinterher, doch die Weltenschlange entkommt. Die alten Überlieferungen erzählen den Ausgang dieser Begegnung unterschiedlich. In einer Fassung trifft Thor die Schlange mit seinem Hammer, in einer anderen sinkt Jörmungandr unverletzt zurück ins Meer. Sicher ist nur, die Weltenschlange stirbt an diesem Tag nicht. Sie kehrte in die Tiefe zurück, schließt ihren gewaltigen Körper erneut um Midgard und wartet. Denn ihr endgültiger Kampf mit Thor soll erst am letzten Tag stattfinden. Als Ragnarök beginnt, endet Jörmungandrs langes Warten. Die Weltenschlange lässt ihren eigenen Schwanz los. Der Ring um Midgard öffnet sich. Jörmungandr erhebt sich aus dem Meer und die Wassermassen überfluten das Land. Gift erfüllt Luft und Wasser, während sich die Schlange auf das letzte Schlachtfeld zubewegt. Die verborgene Bedrohung unter den Wellen ist nun für alle sichtbar. Auf dem Schlachtfeld trifft Jörmungandr erneut auf Thor. Diesmal gibt es keine Täuschung, keinen Haken und keine durchtrennte Leine. Der Donnergott schlägt mit Mjölnir zu, während die Weltenschlange nach ihm schnappt und ihr Gift versprüht. Ihr Kampf erschüttert das Land. Am Ende gelingt Thor, was ihm auf dem Fischerboot verwehrt geblieben war. Er erschlägt Jörmungandr, doch es ist kein wirklicher Sieg. Thor wendet sich von der toten Weltenschlange ab. Er macht 9 Schritte, dann erreicht ihn Jörmungandrs Gift. Der stärkste der Götter bricht zusammen und stirbt neben seinem größten Gegner. Damit erfüllt sich das Schicksal beider. Jörmungandr wird von Thor getötet, doch selbst im Tod nimmt die Weltenschlange den Donnergott mit sich. Vielleicht liegt genau darin ihre besondere Macht. Jörmungandr muss den Kampf nicht überleben, um ihn zu gewinnen. Jörmungandr war jedoch nicht das einzige Kind Lokis, vor dem sich die Götter fürchteten. Während die Weltenschlange ins Meer geworfen wurde, schickte Odin ihre Schwester an einen noch dunkleren Ort. Fern unter den Welten erhielt sie die Herrschaft über all jene, die nicht im Kampf starben. Ihr Name war Hel. Doch war sie wirklich nur die grausame Herrscherin der Toten, oder erfüllte auch sie lediglich die Aufgabe, die ihr die Götter selbst gegeben hatten? Darum geht es in der nächsten Folge.